Hi guys, it's Chris. Welcome to the channel. Last month I had the opportunity to visit Stefan Wicki, a Swiss master drum builder, in his workspace, the Vintage Drum Station in Willisau. He showed me some of the restorations he does on vintage drums from all over the world, but most of the time we talked about his incredibly sounding WJE steam band snares. And I had the opportunity to look over his shoulder while he was working. We did the whole interview in German, so if you're not a German native speaker, please activate the translate button and you can understand what's going on. So, I hope you enjoyed the movie and I see you next time. Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Wicki. Wir sind hier in Willisau in der Vintage Drum Station. Ich habe hier ein Atelier und restauriere Vintage Snare Drums und baue auch selber Steamband Snare Drums. Das Ganze hat eigentlich so angefangen, ich war früher 20 Jahre in einer Rockband. Da waren wir in Amerika auf Tournee und dann habe ich in einem Guitar Center die erste Vintage Snare gekauft und von dort an hat es mich dann fasziniert, habe dann angefangen Vintage Drums zu kaufen, diese auch zu restaurieren und durch das Restaurieren bin ich dann auf die Idee gekommen, solche Trommeln selber nachzubauen. Und seither hat mich das Fieber gepackt. Als ich angefangen habe zu restaurieren, habe ich diese Trommel natürlich auch auf Herz und Nieren geprüft und habe dann gesehen, wie diese gebaut sind. Da sieht man innen verschiedene Arbeitsspuren und das hat mich von Anfang an fasziniert. Habe dann geschaut, die haben zuerst diesen Arbeitsschritt gemacht und erst später dann außen abgedreht oder umgekehrt. Jede Marke hat das ein bisschen anders gemacht und das gab mir dann auch den Input, diese Sachen mal selber auszuprobieren und nachzubauen. Bei meiner Arbeit finde ich noch toll diesen Mix aus Restaurieren und selber bauen. Es gibt manchmal Phasen, da mache ich wieder eine Serie Holzkessel. Die wird dann im Dampf gebogen, dann muss ich das wieder trocknen lassen, da kann ich dann switchen und da kann ich mich den Restaurationen wieder widmen. Und diesen Mix finde ich relativ spannend, weil da ist man immer wieder à jour und man freut sich jeweils auf die anfallenden Arbeiten. Das ganze Dampfbiegen fängt eigentlich mit der richtigen Holzwahl an. Und dort verwende ich die 5 Standardhölzer, die man sehr gut biegen kann. Das wäre dann mal Ahorn, Birke, Buche, Esche und Kirschholz. Wichtig ist, dass man da astfreies Holz verwendet, das eine Restfeuchte von weniger als 15% aufweist. Das ist die Basis. Dann werden die Holzbretter zurechtgeschnitten, die Nahtüberschnitte werden vorbereitet, da kommt das Ganze in ein Dampfbad. Das variiert zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, je nach Holz. Dann wird das Ganze gebogen. Dafür habe ich eigens eine Maschine gebaut, in Eigenregie. Und dann werden die Kessel getrocknet, gelagert. Das heißt, die sind dann rund, aber noch nicht geleimt. Da werden 2 Monate, 3 Monate gewartet. Dann wird der Holzkessel geleimt. Das sieht dann so aus. Die Verstärkungsringe sind jetzt bei diesem Kessel schon eingearbeitet und abgedreht worden. Außen sieht man das Finish. Das ist auf Hochglanz poliert mit einem Holzwachs versiegelt. Der Klang eines Holzkessels fängt natürlich mit der Beschaffenheit des Holzes an. Da gibt es weiche Hölzer, harte Hölzer. Das ist mal die Basis. Hier ist noch eine Stelle. Natürlich bei der Naht ist immer. Jedes Holz hat ja seinen typischen charakteristischen Klang. Ich habe jetzt hier 3 Kessel, die werde ich jetzt kurz antippen, dann hört man sehr gut die Unterschiede.
Der erste Kessel ist ein Schweizer Nussbaumholz, 6,5 x 14. Der zweite Kessel ist ein amerikanischer Nussbaum, der ist etwas härter. Der Pitch wird höher sein, das hört man. Der dritte Kessel ist ein Eschekessel, relativ dick, daher wird der Pitch nochmal etwas höher sein. Aber da gibt es auch ganz viele andere Faktoren, wie zum Beispiel die Gratungen, die Snarebeds, wo der Teppich aufliegt, oder die ganzen Hardware-Geschichten, Achterteilung, Zehnerteilung, Gussreifen, geflanschte Reifen, welche Fälle, Naturfälle oder Plastikfälle und schlussendlich der Spieler macht 50% vom Sound aus. In diese Richtung geht das in etwa. Bei dieser Gratung habe ich einen Round-Over-Schnitt gemacht. Das heißt, ich habe einen Radius von 8 mm und der geht eigentlich um die ganze Kesselwandstärke herum. Somit habe ich eine optimale Fellauflage. Dann gehen wir eine Stufe tiefer. Das ist diese Gratung. Die hat innen einen 45 Grad Schnitt und außen mit Radius 6 mm ein bisschen kleiner gehalten, aber immer noch recht übertragbar auf den Kessel. Dann wird die ganze Sache noch ein bisschen schärfer. Das ist Radius von 2 mm mit 45 Grad nach innen, fast scharfkantig. Und auf der Resonanzseite ist die ganze Fläche 45 bis auf 0 für einen optimalen Teppich-Sound. Genau. Die Anfänge des Trommelbaus, die waren ja auf der Steamband-Bauart angesiedelt. Später kamen dann die Schichtkessel dazu. Gretsch hat ja da Pionierarbeit geleistet und dann waren die Steamband-Kessel wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Von meinen Vorbildern in Sachen Steamband-Trommelbau möchte ich natürlich Graviotto und Noble & Cooley erwähnen. Das sind zwei Marken, die mich sehr inspirieren. Bei den Steamband Drums ist natürlich vom Kostenfenster her schon eher im oberen Segment angesiedelt, auch aufwendiger zum Herstellen. Da gibt es schon ein paar Tricks, die man machen muss. Zum Spielen selber, sie reflektieren anders. Du hast nur eine Naht, die geleimt ist. Das heißt, du hast viel mehr Response vom Holz. Da kommt mehr zurück. Und da ja, Klanghölzer verwendet werden, kann man das natürlich total gut dann in die Richtung lenken, die man sucht oder möchte. Da ich auch beruflich vom Metall herkomme, mache ich zum Teil auch meine Hardware-Teile selber. Das ist zum Beispiel ein Airline-Strainer aus Chrom-Nickel-Stahl. Das mache ich komplett alles in Handarbeit und die verbaue ich auch bei meinen Trommeln. Das ist ganz simpel, einfach und rostet nicht. Bei dieser Abhebung sind das ein paar Arbeitsschritte, die getätigt werden. Das sind alles flache Metallstücke, die werden dann umgebogen mit Hilfe von Formen. Und dann werden die Sachen entgratet und dann werden Gebinde geschnitten. Dann wird das zusammengebaut mit einer Feder, angepasst auf den Kessel. Und dann kommt noch ein Logo drauf und dann funktioniert das eigentlich, ja. Dieses Kupferset, das ihr hier im Video seht, hat mich inspiriert von Roberto Spizzicino. Das war ein italienischer Kultbeckenschmied. Der hat auch Trommel und ganze Schlagzeuge gebaut. Und ich hatte mal eine Snare Drum im Atelier auf dem Tisch. Und daraufhin
habe ich mich herangemacht, selber mal was aus Kupfer zu bauen. Und das ist dieses Kupfer-Bob-Set. Als Material habe ich 1,5 mm dickes Kupferblech verwendet. Die Kesselgratungen sind umgebörtelt und zur Kesselwandseite hin anliegend angebracht. Alle Hardware-Teile am Set sind in Chrom-Nickelstahl in Handarbeit gebaut worden. Mein neuestes Projekt, das ich jetzt gleich in Arbeit habe, ist ein ganzes Set. Das ist ein bisschen anders gebaut. Das ist ein Dreischichtkessel mit dampfgewogenen Verstärkungsringen, foliert mit meinen Airline Lux in Chrom-Nickelstahl. Da mache ich ein komplettes Set, 12, 13, 14, 16, 3 Bassdrums, 18, 20, 22, mit aller Hardware in Handarbeit hergestellt. Da bin ich jetzt in Arbeit und da freue ich mich richtig drauf.